Hersteller von Geräten und Kabelleitungseinführungen für Ex-Bereiche haften nur für ihr jeweiliges Produkt. Betreiber und Errichter von Ex-Anlagen sind hingegen verantwortlich für die Auswahl und Kombination der einzelnen Komponenten des Schutzsystems, inklusive Kabel. Ungeeignete Kabel oder KLEs können den Geräteschutz aufheben und das gesamte Schutzsystem der Ex-Anlage aushebeln. Es besteht akute Explosionsgefahr. Um ein Herausrutschen des Kabels zu verhindern, sollte die KLE-Kabelkombination mindestens dem Explosionsdruck des Gehäuses standhalten. Daraus ergeben sich spezielle Anforderungen an die Form und Stabilität des Kabelaufbaus. Durch vorhandene Ader- oder Leitungszwischenräume in Kabeln kann es zu Zünddurchschlägen und Zonenverschleppung kommen. Zünddurchschläge können insbesondere bei beschädigten Kabeln innerhalb des Ex-Bereiches zur Explosion führen. Während ausreichend lange Kabel helfen, einem Zünddurchschlag vorzubeugen, müssen bei kürzeren Kabellängen Barriereverschraubungen am Gerät eingesetzt werden. Aufgrund von Druckunterschieden kann eine ungewollte Wanderung von zündfähigen Gasen stattfinden und so zu einer Zonenverschleppung zum Beispiel zwischen Ex- und Nicht-Ex-Bereichen führen. Leitungen mit guter Längsdichtheit verhindern zuverlässig Zonenverschleppung. Erfüllt eine Leitung die Kriterien an Längsdichtheit nicht, können ebenfalls Barriereverschraubungen verwendet oder der anschließende Nicht-Ex-Bereich auf atmosphärischen Überdruck gebracht werden. Bei der Auswahl von Kabeln ist auf eine ausreichende Flammwidrigkeit sowie je nach Anlage auf UV-Beständigkeit, eine Öl- und Schlammbeständigkeit sowie den zulässigen Temperaturbereich zu achten. Bei der Installation geeigneter Kabel sind stets die maximalen Biegeradien einzuhalten und Kabel immer geschützt zu verlegen. Übrigens, wir bei Samcon prüfen nicht nur unsere Kabel auf Längsdichtheit, sondern statten alle unsere Geräte mit geeigneten Komponenten aus. Für mehr Informationen besuchen Sie unser Infocenter unter go.samcon.eu/Fachbericht Kabel.